Hallo und willkommen auf Foodle Earth. Heute koche ich einen beliebten indischen Snack, Zwiebel Pakora. Dieses frittierte Gericht heißt Pakora in Nordindien und Pakoda in Südindien. Die Zutaten für Zwiebel Pakora sind Zwiebeln 400 Gramm, Knoblauchzehen 2 bis 3, Ingwer 1 Stück, Curryblätter 10 Stück. Einige Gewürzpulver brauchen wir, 1/3 Teelöffel Eder von Kurkuma, Kreuzkümmel, Cayenne, Schwarzpfeffer, Koriander und Garam Masala. Dann Kichererbsenmehl 3 Esslöffel, Reismehl 2 Esslöffel, Salz 1 bis 1,5 Teelöffel und eine Tasse Bratöl zum Frittieren. Zuerst den Ingwer und die Knoblauchzehen klein hacken und danach die Zwiebeln lang und dünn schneiden, so dünn wie möglich. Alles zusammen in eine Rührschüssel geben und von Hand alles zusammen mischen und gut kneten, damit die Feuchtigkeit von den Zwiebeln herauskommt. 1 Teelöffel Salz auch dazu geben während Kneten. Jetzt alle Gewürzpulver dazu geben. Jetzt mit einer Gabel alles gut mischen. Die Gewürze sind gut gemischt mit den Zwiebeln und jetzt kann man das Kichererbsenmehl und das Reismehl reintun. 1 Teelöffel Salz ist schon drin, so kann man auch ein bisschen Salz jetzt dazu geben, je nachdem wie stark das Salz ist. Nochmal mit der Gabel alles gut mischen. Wieder von Hand kurz kneten. Jetzt der Teig ist fertig. Sofort die Hände waschen, sonst kann sie brennen. Lass den Teig für 5 Minuten stehen. Zwischenzeit eine Pfanne erhitzen und dazu das Bratöl hinzufügen. Wenn das Öl heiß genug zum Frittieren ist, die Hitze eine Stufe kleiner machen, bevor wir die Pakoras frittieren. Wichtig ist, die Hitze immer in Medium zu halten, da sonst wird alles ruckzuck anbrennt. Nimm einen Esslöffel voll Teig und mit der Gabel ins Öl hinzufügen. Die Pakoras von beiden Seiten schön braun frittieren lassen. Die Bratzeit beträgt ca. 2 bis 3 Minuten pro Seite. So kann man den ganzen Teig fertig frittieren. Von diesem Teig habe ich ca. 17 Stück bekommen. Die Pakoras schmecken sehr gut, wenn sie warm gegessen werden. Und die schmecken hervorragend mit indischem Chai. Viel Spaß beim Probieren und tschüss bis zum nächsten Mal.